Angekommen. Wunderschön, schön warm. Erste Amtshandlung, Jacke und Sweatshirt auf dem Flugzeug vergessen. Aber es ist ein kleiner Flughafen, das heißt, die Chance ist relativ hoch, dass wir sie wieder bekommen. Mal schauen, ne? So, Feedback vom heutigen Tag. Es war viel, es war sehr schnell viel. Deswegen irgendwie habe ich den Überblick verloren. Ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen und ein bisschen zu organisieren, was so passiert ist. Also, wir haben den Tag begonnen mit einem wunderschönen Hike. Also wir sind wirklich, was man nicht glaubt, so denke ich mal. Wir sind am Wasser in der Wüste gewandert und haben einfach die Landschaft geguckt, was man halt so machen beim Wandern, ne? Und ja, das war dann erstmal so der Vormittag. Dann gab es hier zu Hause Mittagessen. Und dann ging es mit einer Freundin von meiner Gastmutter los und wir haben so ein bisschen Phoenix, also die Stadt, wo wir sind, hier erkundet. Und ja, wir haben mit einem botanischen Garten angefangen, der war riesig groß und sehr auf Kakteen fokussiert, weil, naja, ergibt Sinn in der Wüste so, ne? Und ja, nach dem botanischen Garten sind wir dann Kaffee holen gefahren. Das war nicht spannend, habe ich auch nicht gefilmt. Aber auf jeden Fall, also danach war eigentlich die Idee, dass wir so ein selbstfahrendes Taxi uns holen und einfach, weil ich das mal ausprobieren wollte. Ja, die waren alle irgendwie ausgebucht, deswegen haben wir es nicht geschafft. Wir versuchen es Dienstag nochmal und ich hoffe, dass wir auch eins bekommen, weil ich würde das total gerne machen. Und ja, morgen geht es dann weiter nach Sedona. Das ist so eine 2 Stunden entfernte kleinere Stadt, die total schön sein soll und so diese roten Steine hat überall und so. Und ja, da bin ich mal gespannt drauf. So, willkommen aus dem schönen Arizona hier, direkt nach dem Sonnenaufgang. Ja, heute ist der Tag vom Marathon und da gehe ich auch gleich hin dann. Ja, wir fangen jetzt eben mit dem Marathon an und nach dem Marathon machen wir die Wanderung und dann die Jeep-Tour. Also es wird sicherlich ein spaßiger Tag heute. So, wir sind jetzt fertig mit dem Marathon, beziehungsweise die gelaufen ist fertig. Und jetzt gehen wir was essen, dann zu dieser Kirche und danach geht's auf die Jeep-Tour. So, wir sind jetzt da. Ein bisschen unspektakulär. Ich hätte es spannender erwartet, aber ist jetzt so.
Ist doch ganz cool. So, wir sind jetzt wieder zurück und schwer zu erkennen, ne? Ja, also die Jeep-Tour war mega toll. Ich fand die wirklich super. Also zum einen, es war eine offene Kabine, das heißt, du hast halt so ein bisschen diese Gerüche von der Wüste so mitbekommen. Weil es riecht halt total anders hier als in Deutschland oder so im mittleren Westen von Amerika, wo ich sonst bin. Und ja, das war total beeindruckend. Und diese riesigen Steinformationen und Felsen und alles. Und ja, wir hatten so die perfekte Zeit gesucht, weil es war noch schön sonnig, weil hier wird es verdammt kalt, wenn die Sonne untergeht. Das heißt, es war noch schön sonnig, schön warm, war kurze Hosen, T-Shirt-Wetter. Jetzt habe ich kein T-Shirt mehr an, weil es dunkel geworden ist. Aber ja, und die Sonne ging so leicht unter, das heißt, man hatte schön lange Schatten, aber trotzdem noch Sonnenlicht. Das war super schön. Die Offroad-Fahrt war interessanterweise super lustig, weil irgendwie, ich war davor noch nie so Offroad fahren, ne? War mal ein Feldweg, aber nicht über Steine und alles, ne? Und ja, das war super, wirklich. Also so eine Offroad-Jeep-Tour kann ich nur empfehlen, wenn man hier sein sollte, falls man hier mal wieder ist. Was ich ehrlich gesagt hoffe, weil es ist super schön hier. Ja. Und ja, also die Freundin hatte heute Morgen ihren Marathon, der ist einigermaßen gut gelaufen, war super bergig für sie. Aber ja, ich wünschte, ich hätte irgendwie 5 Kilometer gelaufen, weil ja, das ist eigentlich eine super Location für einen Lauf, so, ne? Und ja, naja, jetzt weiß ich fürs nächste Mal, dass ich es danach bereuen werde und mach's nächstes Mal. Also, ich würde sagen, da haben wir was draus gelernt. Und ja, morgen geht's dann nach Los Angeles. Die Stadt ich weiß gar nicht, was die Stadt für ist. Es wird trotzdem sicherlich cool. Also, wir haben so eine Studiotour gebucht und wir gucken uns halt die ganzen Sehenswürdigkeiten an. Also Griffith Observatorium, Hollywood Sign, Santa Monica Pier, so die ganzen Touristensachen halt. Wir haben nur einen Tag, das heißt, wir machen volle Dröhnung an Touristen an einem Tag und dann fahren wir am nächsten Tag zurück und machen noch einen Stopp im Joshua Tree Nationalpark. Da freue ich mich super drauf, weil ich von den Bildern und so, die man sieht, finde ich das super schön da. Aber naja, wir werden sehen, wie es wirklich ist. Angekommen in Kalifornien. Ja, wir machen irgendwie jetzt heute nichts mehr, glaube ich, sondern nur ins Hotel und dann ja, schauen wir morgen die ganzen Sachen.
So, das ist hier der Ausblick vom Hotel. Und so ein kleiner Ausblick über ganz Los Angeles, I guess. Ja. Und Niquerda, das ist auch immer super. Nein. Das hier ist dann unser Hotel, in dem wir sind. Nichts Besonderes, aber ausreichend gut, würde ich mal sagen. So, wir waren jetzt noch Sushi essen und erfolgreich in LA angekommen. Und ich glaube, das war's dann auch für heute. Morgen machen wir dann die ganzen Sightseeing-Sachen. So, der neue Tag ist angebrochen und heute haben wir ganz viel vor. Wir starten mit einer Studiotour bei Warner Brothers. Dann geht's zum Griffith Observatorium und Walk of Fame, Santa Monica Pier, Venice Beach. So die ganzen Touristensachen nun mal. Ja. Ich gehe jetzt zum Frühstück und dann fahren wir auch eigentlich schon los zur Studiotour. Da sind wir auch. Warner Brothers. Fast fertig mit der Tour, war super bisher. Ich habe zwar die Bezeichnung gefunden. Sieht aus wie ein GTA. Aber sehr cool. Jetzt sind wir am Hollywood Boulevard. So, willkommen in Venice Beach unterm Santa Monica Pier. Ich hätte am Anfang des Austauschjahres wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich hier hinkomme, aber hier bin ich. Und also das Wasser ist kalt, aber es war trotzdem sehr schön da reinzugehen. Ja, ich genieße jetzt noch ein bisschen Sonnenuntergang.
So, guten Morgen. Letzter Tag in LA, beziehungsweise wir machen nichts mehr. Wir fahren nur noch raus. Ja, heute wird einfach ein Reisetag. Nichts wirklich Spannendes. Außer wir stoppen bei den Joshua Trees. Da stoppen wir wahrscheinlich und das wird dann cool, hoffe ich. Und ja, mal sehen. As you fade away, as you fade away, as you fade away, So, wir sind jetzt im Joshua Tree Park am Skull Rock. Der ist da. Sieht man jetzt nicht, aber eine wunderschöne Natur. Die Bäume, also die Joshua Trees, sehen super schön aus. Ja, ich bin froh, dass wir noch hier gefahren sind. I'm going through hell, a fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all So, wir sind jetzt nur noch eine Stunde von unserem Zielort entfernt. Und ja, wir haben jetzt schon 6:45, das heißt, heute Nacht machen wir nicht mehr so viel. Ich versuche noch jemanden zu überreden, mit so einem selbstfahrenden Auto zu fahren, weil die gibt es nur hier. Und das muss man dann ja irgendwie machen, finde ich. Und ich finde es cool. Bisher habe ich nicht so viel Erfolg, jemanden zu überzeugen. Ich versuche es weiter, würde ich sagen.